Im letzten Video habe ich ein großes Pflanzregal fast komplett aus Palettenholz gemacht. Und Junge, habe ich deswegen rumgeheult. Meine Güte, das hat ja wieder ordentlich gedauert, um aus diesem ganzen Haufen Palettenholz Leisten zu machen, die man auch wirklich für ein Projekt benutzen kann. Ja, ich muss es nochmal sagen. Palettenholz mag zwar gratis sein, umsonst ist es aber nicht. Darum machen wir heute ein Projekt aus Palettenholz! Nach dem Intro geht's los. Ja, warum denn jetzt wieder Palettenholz? Erstens mal liegt hier noch wahnsinnig viel von dem Zeug rum. Ich habe damals so viele Paletten geholt und ausgeschlachtet, das würde wohl noch für 3 weitere Projekte reichen. Zweitens schwebt mir so etwas hier vor, so eine Wall-Art im Mountain-Style, wie ihr sie vielleicht auch schon oft auf Instagram oder im Internet gesehen habt. Ich finde das echt cool und Palettenholz eignet sich hier halt wunderbar, weil man eben dieses rustic Feeling hier erzeugen will, diesen Upcycling-Look und ja, ist das halt einfach wunderbar geeignet. Ich möchte mir ein Schlüsselbrett in diesem Style bauen und ich würde sagen, wir legen gleich mal los und sägen uns ganz viele gleich breite Leisten zu, die wir dann weiterverarbeiten können zu unserem Muster. Los geht's! So, die Leisten aus Palettenholz hätten wir beisammen. Ich habe mir hier aus dünnem Multiplex noch so eine Grundplatte zurechtgeschnitten. Darauf werden wir jetzt das Bergmuster konstruieren. Das ist jetzt ein bisschen breiter als das Motiv, das ich machen möchte. Ich möchte nämlich hier unten noch einen dünnen Streifen frei haben, um Brillen aufzuhängen. Dazu kommen wir dann später. Darüber wird es eine ganz kleine Ablage geben, um vielleicht, keine Ahnung, eine Brieftasche oder so hinzulegen. Und oben kommt dann, wie gesagt, das Bergmuster hin, das wir jetzt konstruieren werden. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich auf YouTube gesehen habe. Und zwar schnappt ihr euch fürs Konstruieren der Berge am besten so ein Dreieck mit Anschlag. Das kommt dann hier oben hin. Weiter nehmt ihr euch so einen Winkel ohne Anschlag. Der hier ist jetzt ein bisschen groß geraten, es geht auch gut mit einem kleineren. Jedenfalls könnt ihr so einfach bestimmen, wo ihr die Berge haben möchtet. Zum Beispiel hier. Und das dann wegnehmen, anzeichnen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr jetzt hier genau die 45 Grad erwischt habt, die ihr für das Konstruieren der Berge braucht. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumkonstruieren, bis mir das Ganze passt. Und dann geht's ans Zusägen unserer Palettenholzleisten. Los geht's! So, unser cooles Bergmuster haben wir uns hier zusammengestellt. Bevor wir jetzt noch etwas Farbe ins Spiel bringen, werden wir uns noch Leisten zusägen für einen Rahmen plus eine kleine Ablage, die wir dann später auch noch brauchen für unsere Brillenhalter-Geschichte hier. Los geht's!
damit hätten wir jetzt auch den Rahmen für unser kleines Kunstwerk hier beisammen. Ich habe das Ganze geflammt und danach mit der Bürste abgebürstet, einfach um diesen Used Vintage Look zu bekommen. Ich denke, es könnte ziemlich cool aussehen nachher. Während ich das gemacht habe, bin ich auch drauf gekommen, dass ich das mit dem Brillenhalter für dieses Ding, glaube ich, lasse. Es würde einfach ein bisschen zu groß, zu klobig werden und das möchte ich vermeiden. Ich werde wirklich ein reines Schlüsselbrett hier bauen und ich glaube, das wird viel besser aussehen. Jetzt kommen wir jedenfalls erstmals zum Thema Farbe. Das Ganze soll natürlich nicht so bleiben. Wir möchten ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Da bin ich extrem froh, dass ich einen neuen Partner gewinnen konnte. Und zwar eine ganz tolle Firma, Rubio Monocoat. Dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Wir haben sehr cooles Öl, eingefärbtes Öl. Das schützt und färbt mit nur einem Auftrag, wie sie mit ihrem Produkt werben. Ich habe 4 Farben bestellt. Das wäre einmal dieses Cotton White, da möchte ich diesen Schnee auf den Bergen einfärben. Dann habe ich das Pure, das wird für den Rahmen zum Einsatz kommen. Dann habe ich Nordic Blue bestellt, das ist für den Himmel gedacht. Und dieses Smoked Oak wollte ich ursprünglich für die Berge machen. Mir hat der Farbton jetzt nicht ganz so gut gefallen. Das Tolle ist aber, Rubio Monocoat hat mir einen ganzen Kasten mit allen Farben, die es gibt, zur Verfügung gestellt. Und da bin ich jetzt mit Savannah fündig geworden. Das werde ich für die Berge benutzen. Und ja, probieren wir es einfach aus. Ich hoffe, das sieht nachher gut aus. Legen wir los. So, der nächste Tag. Ich habe das Öl gestern Abend einmal aufgetragen, etwa 15 Minuten einwirken lassen, den Rest wieder abgenommen. Und ich finde, auf diesem Palettenholz, auf diesem fast schon unbehandelten Palettenholz, sieht das jetzt wirklich cool aus. Das ist genauso dieser rustic used Look, den ich eigentlich erzielen möchte. Richtig spannend wird das Öl dann aber, wenn wir uns wieder an Massivholz-Geschichten wagen, irgendwelche Schneidebretter, Kistchen etc. Da bin ich dann sehr auf die Ergebnisse gespannt. Das werdet ihr künftig noch öfters bei mir sehen, dieses Öl. Jetzt geht es erstmal darum, das ganze Puzzle hier wieder zusammenzusetzen und auf unsere Grundplatte aufzukleben. Legen wir los. Hey, das fügt sich doch hier langsam richtig schön zu einem Ganzen zusammen. Jetzt geht es noch darum, diese Rahmenteile mit dem eigentlichen Bild zu verbinden. Leim würde hier nicht mehr gut funktionieren, weil ich diese ganzen Teile komplett mit Öl behandelt habe. Das würde nicht mehr gut haften. Stattdessen werde ich wohl Pocket Holes verwenden auf der Rückseite. Da wird man dann also keine Schraube, gar nichts mehr sehen am Schluss. Gehen wir es an. Das Ding ist danach nämlich bereits fertig.
Und da hätten wir das Ding. Mein kleines Schlüsselbrett aus Palettenholz mit diesem Bergmuster in diesen tollen Farben von Rubio Monocoat. Das Projekt hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand, das war mal etwas ganz anderes, als was ich sonst so mache. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen werde. Ist jetzt nicht unbedingt so meins, diese ganze Musterlegung hier mit dem Palettenholz. Aber das Ergebnis, finde ich, ist echt cool rausgekommen. Und wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann wieder mal sowas. Was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ist dieser Brillenhalter, den ich ursprünglich geplant habe. Ich glaube, das Ding wäre mir einfach ein bisschen zu groß, zu klobig geworden, um es an die Wand zu hängen. Jetzt in diesem Format gefällt es mir eigentlich recht gut. Wenn euch trotzdem interessiert, wie man so einen Brillenhalter macht, ist jetzt echt keine Hexerei, dann schaut doch mal in eins meiner ersten YouTube-Videos, das ich gemacht habe. Da habe ich nämlich dieses Schlüsselbrett hier gebaut, auch aus Palettenholz und eben mit diesem Brillenhalter dran. Vielleicht inspiriert euch das für ein neues kleines Projekt. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat und meine Projekte im Allgemeinen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Likes und Kommentare. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.